Liebe Intergroup on Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development. Leider kann ich bei unserem so wichtigen Seminar nicht selber teilnehmen. Ich freue mich aber, dass ich Ihnen hiermit ein paar Gedanken mit auf den Weg bringen kann. Unsere Böden haben eine unheimlich wichtige Rolle. Wenn wir in der Zukunft weiterhin Nahrungsmittel, Lebensmittel in der EU herstellen wollen. Leider ist hier der europäische und nationale Gesetzgeber nicht auf der Höhe der wissenschaftlichen Diskussion. Die Europäische Umweltagentur hat festgestellt, dass das Fehlen eines umfassenden und kohärenten politischen Rahmens, der verbindliche Ziele, Anreize und Maßnahmen zum Schutz von Land und Boden umfasst, ein wahnsinnig großes Problem darstellt und die Ziele in Sachen Bodenschutz total torpediert. In der EU gibt es aktuell keine Rechtsrahmen, keinen einzigen Rechtsrahmen und keine Anreize zur Erhöhung der organischen Bodensubstanz. Das ist ein zentrales Problem und das erste, das wir angehen müssen. Daher habe ich bereits mehrmals mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Europäischen Kommission Sie aufgefordert, einen verbindlichen Rechtsrahmen mitsamt einer europäischen Bodenstrategie vorzulegen. Die Initiativen des europäischen Green Deals können dafür eine gute Grundlage sein. Wir müssen dafür konsistent und Kohärenz zwischen der Farm-to-Fork-Strategie, vorgesehenen Maßnahmen und der gemeinsamen Agrarpolitik und der Fischereipolitik, der europäischen Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bis 2030, der EU-Forststrategie, des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft, des Aktionsplans für die Bioökonomie, dem europäischen Klimarecht sowie anderen einschlägigen EU-Politiken und Strategien sicherstellen. Es geht hier um eine gute Vernetzung, um unseren Boden besser zu schützen. Im Rahmen dieser Strategie müssen Bioabfälle eine entscheidende Rolle in der Kreislaufwirtschaft spielen, um hochwertigen Kompost und Produkte auf Gärrestbasis zu erzeugen, die in nachhaltigen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungssystemen eingesetzt werden. Ich begrüße ausdrücklich die Verpflichtung der Kommission, die Nährstoffverluste um mindestens 50% zu verringern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Bodenfruchtbarkeit nicht beeinträchtigt wird. Ich bin davon überzeugt, dass dies am besten durch die Schließung von Nährstoffkreisläufen, die Rückgewinnung und die Wiederverwertung von Nährstoffen und beispielsweise auch die Förderung und Belohnung des Anbaus von Leguminosen durch die Landwirte erreicht werden kann und erreicht werden muss. Dafür brauchen wir aber auch rechtsverbindliche Rechtsetzungsinitiativen sowie Maßnahmen, die die Landwirte in die Lage versetzen, das Nährstoffmanagement für sich zu verbessern. Dafür benötigen wir vor allen Dingen einen ganzheitlichen und einen zirkulären Ansatz für die Nährstoffbewirtschaftung, wie agrarökologische Praktiken, die gleichzeitig Vorteile für die Bodenqualität und für die biologische Vielfalt bringen und den Landwirt helfen können, die Abhängigkeit von zum Beispiel Mineraldünger zu beenden und die Phosphor- und Stickstoffströme zu verringern. Die Mitgliedstaaten müssen aufgefordert werden, in ihren strategischen Maßnahmen zur Förderung der effizienten Bewirtschaftung und der Kreislaufwirtschaft von Nährstoffen vorzuschlagen, sowie die Ausbildung von landwirtschaftlichen Beratern und Landwirten ganz nachdrücklich dahin zu unterstützen. Sie sehen, wir haben eine Menge vor, aber das muss passieren, denn es ist so wichtig. Wir müssen zukünftig die Aufgabe einer umfassenden europäischen Bodenstrategie in unseren Mittelpunkt stellen. Ihre Maria Neuchel von der S&D.